Hallo Freunde, willkommen bei Urban Spirits. Mein Name ist Tyron Ricketts und heute gehen wir zu meinem Kumpel Georg Georgi und wollen rausfinden, was es ist, was ihn glücklich macht. Wir hatten da beide LSD genommen und der hat dann, kam er irgendwann an und sagte, das wirkt ja gar nicht. Ich so, du hast gerade eben das Schlagzeug verdroschen. Kann das sein, dass das vielleicht so, also mit seinem, der hat sich so den Gürtel rausgemacht von der Hose und ging total ab und hat dieses Schlagzeug so und ging völlig ab. Ich dachte so, ja okay, gut, das wirkt nicht. Hallo Freunde, ich sitze jetzt hier wie angekündigt mit meinem Freund Georg Georgi, auch bekannt als der Imperator. Ich habe dich kennengelernt, also wir zwei kennen uns schon ziemlich lange. Ich habe dich auch als Menschen kennengelernt, der sich für Dinge interessiert, die so ein bisschen tiefer gehen als nur halt Geld verdienen oder erfolgreich sein. Wie geht das denn für dich einher mit der Schauspiel- oder mit dem Filmbusiness, dass er eher dafür bekannt ist, dass es eher ein bisschen flach und oberflächig und glamorous eigentlich eher ist, anstatt tiefsinnig? Oder siehst du das anders? Nee, ich hole jetzt mal einen Moment, ich sehe es genauso. Ich hole mal ein klein bisschen weiter aus, weil es natürlich für mich auch eine Weile gedauert hat, bis ich das alles durchschaut habe. Also durchschaut habe in der Form, dass ich es sozusagen erlebt habe und mitgekriegt habe, wie sich alles immer wiederholt und wie da drinnen, wie eigentlich auch alles so ist wie so ein Glaskasten. Man guckt da rein und eigentlich ist so ein Regelwerk und das ist immer wieder das Gleiche und mich persönlich langweilt im Leben einfach immer wieder dieselben Sachen zu machen. Wenn man dich so anguckt, und ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger, dann könnte man dich sicherlich nicht als konventionellen Menschen bezeichnen. Hast du das Gefühl, dass das hilft, also dass du deine innere Einstellung auch nach außen trägst? Hast du das Gefühl, dass das in der Anbahnung von besonderen Sachen hilft? Oder ist das ein Trick, damit Leute auf dich aufmerksam werden? Oder wie kommt das zustande? Jetzt fragst du mich ja natürlich, wenn du mich das 1992, wo wir uns kennengelernt haben, gefragt hättest, dann hätte ich dir hundertprozentig was anderes, wäre ja logisch auch was anderes geantwortet. Jetzt kann ich sagen, mir macht das Spaß, so, weil mir oft einfach auch der Alltag zu langweilig ist und ich finde eben oft auch, dass das leider so schade ist, dass sich die Leute so gleich für mich kleiden. Also auch das, was sozusagen so als Mode empfunden wird, dass das so langweilig ist, weil es so eben so Mode ist. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich gelernt, dass diese Welt, die so viel über Brands funktioniert, dass das natürlich das leichtes, greifbare Merkmal zu mir ist. So, und dann nehmen wir noch die alte Geschichte von dem Clown am Hof. Und wenn der Clown am Hof zu gut Deutsch in der Arschtasche noch ein paar gute Projekte dabei hat, die dann wieder auf einen ganz klassischen Mehrwertweg funktionieren, dann ist man da schon durchaus richtig. Was ich vielleicht noch erzählen möchte, ich habe ja vor 10, 12 Jahren zum ersten Mal Vipassana gemacht, also 10 Tage mich irgendwo hingesetzt und nur geatmet und mich selbst beobachtet und damals hat dieser Vogel hier mich dazu überredet, das zu machen. Wie bist du denn an solche Sachen drangekommen? Also ich weiß, du beschäftigst dich mit dieser Vipassana-Geschichte, du hast vorhin erzählt, du bist auf dem Schamanenkongress eingeladen, irgendwo am anderen Ende der Welt. Wie kam das denn in dein Leben? Also die Vipassana-Sache kam schlicht und ergreifend in mein Leben, weil ich mit dem nicht mehr weitergekommen bin. Weil so der Klassiker, Freundin weg, Welt, Sinnkrise, alles Mögliche. Und dann hat mir irgendjemand davon erzählt und das erschien mir logisch. Dann habe ich mich da angemeldet, dann musste man einen Test machen, auch noch einen Monat warten und dann bin ich da hingefahren, ohne zu wissen, dass da so eines der härtesten Tests auf mich zukommt, die ich mir vorstellen konnte. Diese Gesellschaft setzt halt die komplette Attention auf unseren Körper, aber kaum jemand gibt uns eine Möglichkeit oder wir können es kaum noch lernen, zu lernen, was mit unserem Geist passiert, was mit unserem Unterbewusstsein passiert. Deswegen sind ja auch die ganzen Drogen alle verboten, obwohl es sie auch seit der Menschheitsgeschichte gibt. Da waren wir bei Thomas D. auf dem Hof und abends saßen wir irgendwann da und hatten irgendwie nur eine Tüte geraucht und Komi wollte unbedingt so eine kleine Competition. Wir saßen am Lagerfeuer und dann saß er irgendwann so da und kennst du ja Komi, macht das so seinen Arm so und dann packt er in das Feuer rein und lässt die Hand ewig drinne
Und dann zieht er sie raus. Und ich dachte nur so, wir waren aber so auf so ein Energieding. Und dann habe ich genau das Gleiche gemacht und habe es auch ewig lang und war selber darüber erstaunt, dass mir das nicht wehgetan hat. Auch die anderen haben alle so, wow, so. Und dann wollten wir beide nochmal nachmachen, weil wir dann sozusagen, dann war es so nicht mehr in diesem Energiekreis, sondern einfach nur, wir machen das jetzt nochmal. Und es war also wir haben es so ausgehalten, aber ich habe es schon gemerkt, wo ich die Hand drin hatte. Das ist jetzt so richtig und nächsten Tag alles voller Blasen und die Haut ab. Was passiert denn da auf so einem Schamanentreffen? Ich kann es jetzt von jetzt gerade erzählen, da war ich eingeladen, es war eine Konferenz, das hieß Psychoactivity und da waren Schamanen eingeladen aus Südamerika und Schamanen aus Nepal und es ging darum, dass die ihre Rituale und Zeremonien mal austauschen und gegenseitig vorstellen. Und weil es im schamanistischen Kontext eigentlich nicht so etwas gibt wie ausprobieren oder vorstellen, heißt das halt, man macht das zusammen. Also man erlebt es gemeinsam und dann durften halt 20 Leute daran teilnehmen. Und ich durfte dann da halt mit teilnehmen und habe mir das quasi selber zum Geburtstag geschenkt, weil es war natürlich nicht ganz billig, dahin zu fliegen. Und da habe ich dann Vorträge gehört, wir haben Heilzeremonien gemacht, wir haben Rituale von denen ausprobiert. Und das ist natürlich alles immer, es geht sehr, sehr viel um Loslassen, um das aufzugeben, woran wir hier die ganze Zeit drauf gebracht werden, uns damit zu beschäftigen. Was mich interessiert, bist du religiös aufgewachsen? Nee. Gar nicht? Ich komme aus dem Osten. Da gab es keine Religion? Da gab es schon Kirche sozusagen so offiziell, damit es eine Gegend. Da gab es mit Sicherheit Leute, die mit Religion irgendwas zu tun gehabt haben, aber ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Und will auch nichts damit zu tun haben. Was bedeutet denn Glück für dich? Wir haben jetzt viel über Sinnsuche gesprochen und solche Geschichten. Was ist Glück für dich? Glück ist für mich, wenn ich nicht denke. Wenn ich diesen Moment erlebe und mich irgendwie da ganz andere Dinge passieren, aber ich nicht denke. Ja. Das ist der glücklichste Moment. Schön. Das war's. Dankeschön. Super. Das war's heute von Urban Spirits. Ich habe von meinem Freund Georg gelernt, dass man auf jeden Fall den Mut haben muss, auch ab und zu Fehler zu machen, weil man nur aus Fehlern lernen kann. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Urban Spirits. Mein Name ist Tyron Ricketts. Peace, ich bin draußen.